Heute geht es um die Wunderwaffe Deep Research. Wie ich finde, eines der besten Features in mittlerweile fast allen KIs, die es da draußen gibt. Und ich möchte euch einmal erklären, jetzt nach ein paar Wochen, seit das jetzt am Markt ist, ich habe da vor ein paar Wochen mal ein Video drüber gemacht, als es von OpenAI released wurde, das jetzt mal zu vergleichen über die verschiedenen Anbieter. Und ich zeige euch eine Methode, mit der ihr super simpel immer dafür sorgen könnt, dass ihr ein deutlich besseres Ergebnis in Deep Research bekommt, wie es funktioniert, was ihr damit machen könnt. Darum geht es heute. Also vielleicht ganz kurz einmal zur Einordnung. Deep Research ist jetzt nicht irgendwie was Neues, sondern jeder Anbieter, wir haben verglichen ChatGPT, Perplexity, Gemini und Grok. Jeder von denen hat Deep Research als zusätzliches Tool, als sogenannten Agent. Nur Grok nennt es halt Deep Search und Deeper Search, aber das ist halt Grok. Ansonsten findet ihr das quasi bei jedem der Tools unten, wenn ihr den Chat öffnet, müsst ihr diesen kleinen Haken setzen mit Deep Research. Darum geht's. Jetzt vorweg, was haben wir aber anders gemacht? Denn meistens fängt man einfach an, einen Prompt reinzugeben und damit die Recherche anzustoßen. Und der simple, einfache Trick, und das sollte immer der Schritt vorweg sein, ist der hier. Es ist so einfach und simpel, wie es nur sein kann, aber ich sehe niemanden, der es so macht. Ihr benutzt einen komplett neuen Chat, idealerweise einen Reasoning-Chat. Also bei ChatGPT geht ihr auf O1 oder ihr macht die Reasoning-Funktion in anderen Chatbots, die ihr benutzt, auf. Völlig egal. Und formuliert dort rein, und ich habe das hier einfach mal beispielsweise gemacht, hey, ich möchte eine Recherche machen zum Thema Einführung von GenAI-Unternehmen in Deutschland. Wo stehen diese Unternehmen? Hilf mir dabei, diesen Suchprompt zu formulieren. In dem Stil, du bist mein Suchagent, das ist deine Aufgabe. Und ich weiß nicht, was ich alles berücksichtigen soll. Hilf mir mal zu überlegen, was müssen Aspekte sein und so weiter. Schickt das ab. Und das Reasoning-Modell hilft euch dabei, einen wirklich langen, umfassenden Suchprompt zu machen. Das kann so ein Brett sein. Und genau den haben wir jetzt genommen und in die verschiedenen Tools reingegeben. So, und warum ist das so wichtig? Warum machen das so wenig Leute? Ihr seht gleich am ersten Tool, ChatGPT. Die Annahme ist nämlich dadurch, dass ChatGPT als Agent, als Deep Research Agent so angelegt ist, dass er euch eine Nachfrage stellt, denken viele Leute, ich muss keinen guten Prompt schreiben, weil ChatGPT fragt mich ja sowieso. Aber es macht einen Riesenunterschied. Denn wenn das schon so ein Brett ist, bekommt ihr viel spezifischere Nachfragen. Hier in diesem Fall hatte ChatGPT gefragt, ob der Dachraum relevant ist, B2B, B2C und noch 2, 3 andere Fragen, die wirklich gut waren. Auch zum Thema Qualität der Quellen, die ich dann nochmal besser eingegrenzt habe, weil ich nicht daran gedacht hatte, das zu machen. Perplexity beispielsweise macht das nicht. Das heißt, bei Perplexity läuft die Recherche direkt los. Heißt eben, je besser ihr in dem Prompt seid, desto besser nachher auch eure Recherche. Google wiederum macht euch einen Research-Plan, den könnt ihr auch bearbeiten und reingehen. Ich finde das nur nicht ganz so intuitiv wie eine Rückfrage bei ChatGPT zu beantworten. Und bei Grok war ich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, ob ich jetzt Deep Search oder noch Deeper Search benutzen soll. Ich habe dann jetzt einfach mal noch Deeper Search angemacht, ohne Super Grok. Aber gucken wir mal, was passiert. Was ich nicht vergessen wollte, wir haben neue Termine und Plätze für unsere AI-Officer-Ausbildung. Und zwar erstmal Städte: Berlin, Stuttgart, München und Zürich. Im Shop unter ai-officer.io mit YouTube 150 bekommt ihr auch noch 150 € Rabatt auf die AI-Officer-Ausbildung. Warum solltet ihr das Ganze tun? Macht halt vor dem Hintergrund EU AI zum einen Sinn, weil Kompetenz im Unternehmen zu haben zu dem Thema ist durchaus eine Vorgabe. Wir haben super gutes Feedback darauf und deswegen auch weitere Sachen bei uns im Shop wie Crashkurs für Copilot und auch ChatGPT, aber vor allem geht es hier um AI Officer. Wenn ihr sagt, ihr wollt die Kompetenz im Unternehmen haben, kriegt ihr die Druckbetankung vor Ort von unserem Team gemeinsam mit Herting und das Ganze auf ai-officer.io. So, und mal ganz pragmatisch, Reihenfolge, wer war zuerst fertig, weil das Spannende an Deep Research als Agent ist, das Modell bekommt mehr Latenz, um etwas zu tun. Das ist das Besondere. Das bedeutet, ihr wollt auch möglichst viel Zeit. Das muss nicht schnell sein. Das ist ja das Spannende. Es soll ja möglichst tief und alles recherchieren. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich es schaffe, diese 30 Minuten, die es maximal bei ChatGPT hat, zu knacken. Bei Deep Research von Perplexity ist es ähnlich. Tatsächlich war es so, in diesem Fall war ChatGPT als erstes fertig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr mit wie vielen Quellen. Kurz danach war Gemini dann durch. Dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis Perplexity fertig war und Grok sucht noch. Gucken wir uns aber einmal erstmal die Qualität der Ergebnisse an, weil darum geht es am Ende, wenn ich so etwas mache. Und man muss dazu sagen, wie bei allen KI-Themen, ich muss schon noch mal reingucken, welche Quellen wurden angezapft, was waren die Fragen, die das Modell benutzt hat. Und ich würde es immer eher als ein 80% Draft
behandeln, den ich da sehe. Das heißt, bei ChatGPT ist es so, es ist sehr nett lesbar. Es hat direkt, das konnte man in der Einleitung sehen, den Report so aufgebaut, dass das, was mir wichtig war, was ich quasi in den Chat schon reingegeben habe, in den Prompt, dass das oben direkt auch betont wurde. Das war für mich der größte Unterschied zu Perplexity beispielsweise. Perplexity hat sehr stark angefangen, mit den Quellen, die es gefunden hat, zu arbeiten und die auch unterschiedlich bewertet. Ich weiß nicht genau, warum die Bitkom jetzt besser bewertet wurde als die McKinsey-Studie. Das wissen dann die Modelle nur selbst. Ich habe in beiden Fällen ja gesagt, es sollen eben anerkannte Quellen sein. Beides würde ich jetzt als anerkannte Quellen ansehen, das passt schon. Ein bisschen anders war wiederum Gemini im Aufbau, etwas unstrukturiert oben, kam dann aber unten wiederum mit sehr guten Ideen. Also da hat man auch im Lesefluss gesehen, mal eine Tabelle eingebaut zum Thema, wie baue ich ein AI Center of Excellence auf. Grok sucht immer noch. Alle drei waren in den Ergebnissen so, dass ich sagen würde, okay, ich würde zumindest 2 von diesen Deep Research laufen lassen. Also, wenn ihr beispielsweise sagt, ihr seid Gemini-User, weil ihr einen Google-Account habt, nutzt ihr Gemini und Perplexity. Wenn ihr sagt, ihr seid Heavy-User in ChatGPT, nutzt ihr ChatGPT und Perplexity oder ChatGPT und Gemini, wie auch immer. Ich würde das Ganze kombinieren. Und ich tue jetzt Grok gerade keinen Gefallen, aber in diesem Fall heute hatte Grok keine Ergebnisse für uns. Insofern, das kann mal passieren. Wir haben es jetzt ein paar Mal losgejagt. Normalerweise funktioniert es auch und liefert auch gute Ergebnisse, aber hier und da noch ganz schön buggy, vor allem wenn der Prompt so ein Brett ist, wie ich den am Anfang auch reingegeben habe. Das ist aber mittlerweile meine Methode, denn dieser Prompt sorgt einfach für ein super fundiertes, gutes Fundament. So, als wenn ihr eine Person losschicken würdet und sagt, hey, du hast eine Woche Zeit, einen Report zu schreiben zu diesem Thema. Und ihr bekommt den hier innerhalb von Minuten, macht euch einen Überblick und könnt euch überlegen, was mache ich jetzt damit? Denkt dran, das, was wir hier besprechen, ist ja auch wirklich komplexere Arbeit. Da geht es ja nicht einfach darum, sucht mir mal irgendwie, weiß ich nicht, 10 Restaurants raus oder vergleich mal die besten Reiseziele für uns als Familie, was auch super spannende Deep Research Aufgaben sind. Mir geht es jetzt darum, Berichte zu erstellen, mit denen ich auch im geschäftlichen Kontext weiterarbeite. Und da finde ich es völlig legitim, wenn man auch mehrere Recherchen anstößt und eben darüber in eine andere Tiefe kommt. Und eine Beobachtung, die ich gemacht habe, auch nicht nur einmal, die kommt immer wieder vor, dass dadurch, dass die KI so viel machen kann, häufig die Annahme kommt, hey, ich habe hier einen alten Jahresreport von Marktdaten 2023 oder 2024. Und dann einfach das in ChatGPT zu schmeißen und sagen, mach mir das mal neu. Oder in Copilot. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht mit der Suchfunktion. Theoretisch, wenn ihr es aber Agentic angeht, könnt ihr sagen, hey, das ist mein alter Report, den mache ich einmal im Jahr und ich brauche jedes Jahr ein Update dieser Zahlen. Dann könnt ihr mit ChatGPT euch ein Prompt formulieren lassen aus diesem alten Report und dann macht ihr dasselbe und gebt den dann in Deep Research und der schreibt euch dann quasi den neuen Jahresbericht. Das ist der Modus und das muss man einmal nur bedenken. Das eine ist ein Agent, Deep Research, der kann sowas, wenn er den richtigen Prompt hat und das andere ist quasi einfach nur ein Large Language Model. Das kann nicht einfach euren alten Report nehmen und es überarbeiten. Und das muss man noch ein bisschen auseinanderhalten, deswegen ist dieses Agentic Thinking so wahnsinnig wichtig und das ist im Grunde genommen das, was wir hier in dem Video in kurz gemacht haben, denn wenn ihr es so aufteilt, ihr baut erst den Prompt und dann den Bericht, dann seid ihr schon mittendrin im Agentic Thinking. Willkommen in der Zukunft. Das ist mein super simpler Deep Research Workflow und es ist mittlerweile mein wichtigstes Tool im Arbeitstag geworden. Der Agent, von dem ich sage, auf den würde ich nicht mehr verzichten wollen. Und wichtig zu wissen ist, es ist ein Agent. Es ist was anderes als Operator oder Manus oder was man alles jetzt auf YouTube sieht, loszuschicken, die wiederum andere Dinge tun können, auf Websites zu klicken und so weiter. Hier geht es um spezielle Agents, die dafür ausgerichtet sind, Webseiten zu verstehen, PDFs durchzulesen und die entsprechend einzuordnen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass ihr auch hier seid, denn in den YouTube-Kommentaren, da schreiben wir doch noch selbst und nicht die KI und deswegen kommentiert bitte fleißig rein. Teilt das Video, denn zusammen macht KI mehr Spaß als alleine und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, denn in ein paar Tagen sehen wir uns schon wieder.